Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise, yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Na, das ist ja sehr beruhigend, dass er noch nicht so viel Erfahrung hat. Können wir... Nein, Gott sei Dank, wir können nur einen bestimmten Radius hier uns in einen bestimmten Radius bewegen. Dann testen wir mal, wie das funktioniert. Atem anhalten. Ah, okay. Das heißt, ich muss das treffen in diesem weißen Ding. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Ja, ich probiere ja schon. Woo! This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. So viele waren das doch gar nicht. Oh, das arme Schwein. Tut mir voll leid. Können wir jetzt mit dieser Erkenntnis einen neuen Schluss ziehen? Aufgespießt... Ah ja, hier vielleicht. Aufgespießt an der Wand und nötige Kraft. Große Kraft. Es bedarf einer viel größeren Kraft als die einer durchschnittlichen Person, um die Brust eines Mannes zu durchstoßen und ihn an der Wand aufzuspießen. Höchstwahrscheinlich ist auch Training erforderlich. 2 Personen könnten zusammen dasselbe Ergebnis erzielen. Glückswurf. Es besteht die geringe Möglichkeit, dass es einer untrainierten und durchschnittlich kräftigeren Person gelingen könnte, Peter Carey mit einer Harpune an der Wand aufzuspießen. Das glaube ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das glaube ich nicht. Vor allem, er war ja auch Segler. Also hatte viel mit Walfang und so zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Glückswurf war. Ich tippe mal auf große Kraft. Hat sich da schon was Neues ergeben? Nee, noch nicht. Fehlende Blechkiste. Probieren wir mal gleich als nächstes. Das geht nicht. Geht auch nicht. Okay, nochmal. Kein Gärtner. Nee, das ergibt ja alles nicht so wirklich Sinn. Außer fehlende Blechkiste. Okay. Nee, ich glaube... Beweise verwenden. John Nelligan scheint kein gewöhnlicher Einbrecher zu sein. Wiggins. Ah, okay. Gut, dann kümmern wir mal uns um den kleinen Wiggins und gehen zurück zur Baker Street und versuchen, den mal da zu finden.
Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Der muss da stehen. Mit dem Teleskop vielleicht. Nee, okay, ist nur die Frau. Hallo, Tobi. Ah, da. Schlau. Steht ja gleich da. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Perfekt. Lestrade will uns sehen. Ich glaube, mehr haben wir auch gar nicht zu tun. Nee. Das heißt, wir rauschen mal ganz schnell zu Scotland Yard. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Ja, so schlau seid ihr doch gar nicht. Voll der Angeber. Sind das etwa Stiefel? These are the suspect's belongings. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. A pen. Nothing unusual about it.
Jetzt frage ich mich gerade, sollen wir erst in die Baker Street und das analysieren oder mit ihm reden? Wir reden erstmal mit ihm, denke ich. Huch, keiner da? Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Ach, auch noch so ein anstrengender Vogel. Okay. Dann checken wir mal, was wir so finden bei Mr. Hurtley. Da nichts. Haubenmeise. Hatte nicht die Ehefrau vom Peter Carey irgendwas? Die hatte doch irgendwas mit einer Haubenmeise. Ob das die Gartenschuhe waren? Die hatten Gartenhandschuhe, Gartenschuhe. So. That's all for now. Nachforschungen. Ich glaube, das verfolgen wir mal weiter und beginnen mal damit, die Schuhe zu vergleichen mit den Abdrücken in dem Garten von Peter Carey. Vielleicht können wir ja nochmal mit ihr reden. Schuhabdrücke. These boots match the footprints exactly. So. Ich erinnere mich, dass die Frau gesagt hat, ihr Mann hätte den Garten gemacht. Ohne jetzt irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen, aber der Mann sah nicht so aus, als hätte er so ein Händchen gehabt. Und zudem passen jetzt auch noch die Stiefel von diesem Lion Hurtley. Der hat ja auch... Das passt doch alles nicht. Der hatte doch auch Erde an den Händen und... Okay, also er ist definitiv Gärtner.
Die haben wir ja schon kennengelernt. Hörtlich Stiefelabdrücke und kein Gärtner. Tja. Ungeklärte Anwesenheit. Oder heißt er Liam? Weiß ich gar nicht. Hörtlich Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gäbe keinen Gärtner in Woodman's Lee. Da fragen wir doch mal gleich nach, ob die da vielleicht irgendwas vergessen hat. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. Ah, das war schon alles. Hm. Da stimmt doch was nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zurück in die Baker Street und untersuchen den Kram von diesen Brief. War da noch was? Nee, okay. Also, kein Kram, sondern nur den Brief.